mich mein eigenes Land abgerippt hat. Wie ihr wisst, bietet Life on Wheels Felgenfitments an, Tuning nach Maß und perfekte Lösungen. Und es ist tatsächlich in der Firmenhistorie noch nie vorgekommen, dass Felgen bei uns nicht gepasst haben. Einen Fall hatten wir, weil es kann jetzt natürlich sein, dass sich hier der Kunde auch meldet. Einen Fall hatten wir, da war die Felge zu nah am Querlenker, die hat leicht den Querlenker berührt und das ließ sich natürlich lösen durch ein bisschen Ausdistanzieren. Also wir haben mehr Platz zwischen Aufnahme und Querlenker gebracht und dann war das Thema eigentlich doch durch. Ansonsten hatten wir keine Retour, keine Beschwerde, nichts. Im Februar vor 2 Jahren kam ein Autohaus auf mich zu und fragte mich konkret nach einem Felgenmodell, was wir nicht geführt haben. Das war von der Marke Concava. Der Name war mir zwar bekannt, aber die hatte ich einfach noch nicht im Portfolio. Also online hast du nicht diesen Markennamen mit Life on Wheels in Verbindung bringen können und wir haben auch noch nie was damit gemacht. Also wir haben die Felgen noch nie verkauft. Und die Anfrage habe ich beantwortet, indem ich gesagt habe, yo, also pass auf, wir können dir die Felgen beschaffen. B2B-technisch sehen Rücknahmebedingungen und so auch ein bisschen anders aus als einfach nur im Endkundengeschäft. Und da habe ich ihm erzählt, du, pass auf, wir können das gerne machen. Wir bestellen dir die kommen ja aus dem Ausland und wir kriegen die. Du musst nur dein Wunschmaß vorgeben und wir sagen dir dann halt, was du da für einen Reifen draufziehen kannst im besten Fall. Habe aber keine weiteren Informationen zum Fitting oder sonst irgendwas gegeben, weil ich habe keine Ahnung davon. Ja? Jede Felge ist anders. Du kannst nicht sagen, auf ein Modell passt 8,5 mal 19 ET45 und das andere Felgenmodell genau in der gleichen Größe passt genauso gut. Das ist nicht so, weil die Felgen und Speichendesigns einfach andere sind. Es ist einfach immer ein individuelles Geschäft. Und dann habe ich ihm noch geraten, steck die Felge erstmal auf, lass den Wagen ab, auf Holzklötzer im besten Fall oder irgendwie so, dass du simulieren kannst, dass du siehst, dass die Felge passt. Wir nennen das Felgenanprobe. Das ist auch ein läufiger Begriff im Tuning und wenn du nicht genau weißt, dann machst du halt diese Anprobe. Und habe mir das auch noch unterzeichnen lassen, dass genau dieses Vorgehen so akzeptiert ist und dann hat er bezahlt. Ich habe beim Hersteller bezahlt, die Felgen kamen und dann hat er sich gemeldet, die passen nicht. Okay, was machen wir? Wir brauchen natürlich irgendwie Fotomaterial. Und dann hat der Kunde mir Fotos geschickt. Ich setze das Foto hier mal rein. Das Auto fährt doch so nicht. Also das hängt in der Luft, ja? Verstehst du, das hängt in der Luft, das hängt auf der Hebebühne. Und wenn du ein Objekt anhebst, hier, das sind jetzt deine 2 Achsen. Wenn du das jetzt anhebst, dann gehen doch die Beine nach außen, oder nicht? Also Physik, 1 plus 1 zusammenzählen. Ist aber auch egal, weil das Auto hängt in der Luft und so fährt's nicht und das ist auch kein Zustand. Und dass die Felgen in so einem Zustand auch mal rausgucken, ist relativ normal. Wenn du den Wagen dann ablässt, ändert sich die gesamte Achsgeometrie und es könnte passen. Natürlich kann es auch sein, dass es nicht passt, aber dann brauche ich halt irgendwie auch Fotos, die mir beweisen und zeigen, dass es wirklich nicht passt. Und das kann nur in einem Fahrzustand gezeigt werden und nicht in so. Ja? Dann habe ich ihm das erklärt und ihn nochmal darauf hingewiesen, pass auf, das mit der Felgenanprobe, das war jetzt so und so. Und dann hat er sich aber lautstark beschwert und wir hätten eine falsche Empfehlung gegeben und die Reifenempfehlung, die wir gegeben haben, die war auch falsch. Lange Rede, kurzer Sinn, viel Technik, bla bla. Jedenfalls konnte er mir keine Fotos zeigen, die mir bewiesen haben, dass die Felge tatsächlich nicht passt. Das heißt, ich konnte vor dem Hersteller gar nicht agieren. Ich konnte denen überhaupt nichts sagen, außer, hier, pass mal auf, Felge passt nicht. Die sagen natürlich genau das Gleiche. Ja, wir brauchen Fotos, wir brauchen irgendwas. Was erschwerend jetzt zu dem Thema dazu kam, die Felgen kommen mit einem Gutachten in Deutschland. Und Deutschland ist das restriktivste Land, was Tuning angeht, was Felgen angeht. Wir sind hier gerade auf Bürosuche und chillen hier gerade mal einfach so ein bisschen, um zu gucken, wie viel Verkehr hier so durchfließt. Schon viel. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Wir gucken gleich mal drin, ob das Büro trotzdem cool ist. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also, es gibt ein Gutachten zu den Felgen und das KBA, das Kraftfahrzeugbundesamt, ist auch dafür verantwortlich, dass das, was im Gutachten auch bestätigt wird, dass die Felge nämlich passt, auch zutrifft. Weil sonst hat das KBA ja ein Problem. Ne? Und das heißt, eigentlich haben wir hier eine staatliche Initiative oder eine staatliche Institution, die im Vorfeld dem Hersteller schon bestätigt hat, dass diese Felge für dieses Fahrzeug mit dem E-Prüfzeichen, mit diesen technischen Daten passt. Und es war alles gegeben, es war alles da. Und ich habe es in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt, dass eine Felge mit einem Gutachten kommt und das überhaupt nicht passt. Es kann sein, dass du den Radlauf leicht erweitern musst,
und dann ist das Thema eigentlich erledigt. Aber ich habe es noch nie erlebt, eine Felge mit Gutachten, die gar nicht gepasst hat. Gab's noch nie. Und ja, kann auch passieren, aber das ist sehr unwahrscheinlich in Deutschland. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls kam dann das zweite Schreiben von seinem Anwalt oder von dem Anwalt von dem Autohaus, die die gleiche Forderung gestellt haben wie vorher, dass die einfach nur die Felgen zurückgeben wollen, weil passt nicht, unsere Empfehlung war ja blöd und bla. Und dem habe ich dann einfach genau das Gleiche erzählt. Du, pass auf, wir nehmen die gerne zurück, aber wir brauchen halt irgendwie eine Relevanz, dass wir es auch zurücknehmen dürfen und können, indem wir bestätigt bekommen, dass die Felgen wirklich nicht passen. Und es kam nicht. Es kam nicht. Und es kam wieder nicht. Und es wurde einfach nur plump behauptet, die Felgen passen nicht. Mir hat das Ganze natürlich schwer gemacht, weil der Preis der Felgen lag bei 3.500 € brutto, also netto um die 3.000. Ich habe an so einem Felgensatz 300, 400, 500 € Gewinn nach Steuer. Ja. Also nicht so viel. Für diese Gewinnmarge und für diesen Verkaufspreis lohnt sich tatsächlich nicht, direkt einen Anwalt einzuschalten, weil ein Schreiben Anwalt kostet uns im Schnitt 200, 250 €, ohne dass großartig was passiert ist. Und das überlegst du dir natürlich, ob du den Weg gehst oder ob du es erstmal quasi drauf ankommen lässt. Und ja, dann habe ich es drauf ankommen lassen und habe mich quasi selbst vertreten. Das Ganze ging dann vor das Amtsgericht, bin da vorstellig geworden. Und mein großer Fehler, den ich begangen habe, ich war 2 Wochen im Urlaub. Ich war 2 Wochen weg. Ich habe in der Zeit... Ich kam zurück, mach den Briefkasten auf, mach das erste Schreiben vom Amtsgericht auf und das war eine Klageschrift mit Rücknahme, bla bla bla. Und das zweite Schreiben war schon Versäumnisurteil, weil ich nicht innerhalb von 2 Wochen auf dieses ursprüngliche Schreiben reagieren konnte. Also habe ich da angerufen. Natürlich kann dir da auch keiner eine Auskunft geben. Ja, interessiert die auch überhaupt nicht, was du willst. Du bist erstmal voll der Verbrecher. So. Dann kam ich so weit, dass ich alles zusammengefasst habe, den kompletten Schriftverkehr einmal angefügt habe, das Bildmaterial angefügt habe, das Gutachten angefügt habe. Die Reifengrößen, die im Gutachten stehen, waren auch nicht die der Kunde bestellt hat. Der Kunde hat viel, viel größere Reifen bestellt. Im Gutachten steht sogar ganz genau 285, 30, 20, whatever. Und dann ist eigentlich klar, dass die Reifen auf die Felge passen. Ja, der hat aber 305 bestellt. Das sind fast 2 Zentimeter mehr, ja, vom Reifen, von der Bauchigkeit des Reifens. Ungefähr 2 Zentimeter mehr, wie der Reifen aufbaut auf der Felge. Auch das hat nicht wirklich viel gebracht. Ich wurde dann eingeladen zum Termin ins Amtsgericht und wurde da auch sehr harsch begrüßt direkt. War ein sehr komisches Feeling. Ich habe mich sehr, sehr merkwürdig gefühlt. Also auch schon beim Einlass, bei der Kontrolle. Ihr seid so unfreundlich gewesen, das ist so ekelhaft. Also du kommst da hin als wirklich normal denkender Mensch und du fühlst dich da wie Abschaum. Direkt, instant. Egal, was du gemacht hast, du wirst einfach behandelt wie Dreck. War einfach eine Scheißnummer. Dann in das Gerichtsgebäude eingestiegen und alles so abgegeben, bla bla bla. Dann in den Raum rein und dann war da der Anwalt von dem Unternehmen, ohne dass der Unternehmer selbst dabei war. Also da war nur der Anwalt, nur die Vertretung. Ich kam alleine, habe mich selbst vertreten. Dann ging es eigentlich fast nur um dieses Versäumnisurteil. Und es war mir nicht möglich zu erklären, dass ich in der Zeit nicht da war und nicht zeitgemäß, so wie es der Vaterstaat gerne hätte, reagieren konnte. Aber das war denen völlig egal. Es war denen so egal, das war denen auch so egal, dass ein Gutachten existiert, dass das KBA dafür verantwortlich ist, dass der Staat eigentlich dieses Gutachten ausgestellt hat für eine Felge, von der ich nicht wusste, dass sie passt und der Kunde sie aber explizit haben wollte. Für mich war das so, der Kunde bestellt eine grüne Felge und ärgert sich dann, dass sie grün ist. Verstehst du? Und ich konnte das mit meinen Worten, obwohl ich eloquent meine zu sein, manchmal konnte ich das der Richterin nicht valide erklären. Die war auch noch auf Probe, das kam auch noch erschwerend dazu, also die hatte leider keine Berufserfahrung vorher, das war irgendwie ihre erste Verhandlung so richtig. Dann bin ich da raus und dann war noch ein bisschen was unklar, aber ich hatte schon das Gefühl, das wird nichts. Ende vom Lied, ich muss die Felgen zahlen, 3.500 €. Ich muss dem Kunden die Reifen zahlen. 1.500 €. Ich muss Gerichtskosten zahlen und ich muss Anwaltskosten zahlen, die dieser Anwalt für den Mandanten dort verursacht hat. Und das waren auch nochmal gute 2.000 €. Ich habe also mit einem Geschäft, was mir 300 oder 400 € hätte einbringen können und sollen, habe ich 7.000 € Verlust gemacht. Und 7.000 € Verlust ist für ein Geschäftsjahr als Einzelunternehmer, zu der Zeit war ich noch Einzelunternehmer, fast ein Genickbruch. Also wenn du da nicht wirklich gut verkaufst und alle deine Kosten, deine Fixkosten parat hast und das alles im Griff hast, sind 7.000 € Verlust aus dem Nichts erstmal, also die können dich töten. Ja? Mich hat es jetzt nicht gekillt, ich bin immer noch da, hi. Aber das kann dir absolut erstmal alles rauben, was du dir vorher mühsam aufgebaut hast. Und meine Schwierigkeit bei der Sache war, dass den Institutionen dahinter es völlig egal war, was ich erzählt habe. Es hat kein Gewicht gehabt. Diese B2B-Vereinbarung, die in Deutschland grundgesetztechnisch verankert ist, hat niemanden interessiert. Der einzige Weg, den ich hätte nehmen können, ist auch ein Anwalt
Dann weiß ich aber nicht, ob der das Ruder noch hätte rumreißen können. Ich hatte auch schon einen Verkehrsunfall, wo mir einfach einer beim Spurwechsel einfach reingefahren ist und ich musste trotzdem den Schaden bezahlen, weil dem sein Anwalt einfach besser war als meiner. So. Also, ich will euch einfach nur darauf hinweisen, egal welches Geschäft ihr betreibt und was ihr so bezieht, achtet immer. Guckt immer, mit wem ihr zusammenarbeitet. In dem Fall konnte ich das leider nicht wirklich wissen, was da so passiert, aber sichert euch einfach ab. Schaut nach den Rechtstexten, was ist möglich. Was kann ich reinschreiben? Was kann ich mir unterzeichnen lassen? Gibt es Vereinbarungen, die ich treffen kann? Sondervereinbarungen? Lasst euch da, bevor ihr ein Geschäft startet, bevor ihr Sachen verkauft, einfach nochmal grundlegend beraten. Bei mir war es jetzt so, dass ich einen Paragraphen in meinem Vertrag drinstehen habe, der abgelaufen war. Auch darauf konnte ich nicht Bezug nehmen, weil ich Paragraphen benutzt habe, die mir damals empfohlen wurden, als ich das Geschäft gestartet habe, die leider gar nicht mehr existent waren. Also es war keiner da, der gesagt hat, hey, übrigens, diesen Gesetzestext, den ich dir damals verfasst habe, der gilt gar nicht mehr. Du musst selber gucken. Du musst selber gucken, wo du bleibst. Und das war jetzt meine Schwierigkeit. Deutschland hat mir 7.000 € geraubt. Und ja, ihr könnt mir einfach einen Gefallen tun, indem ihr einfach hier einen Kommentar drunter schreibt und mir so helft, den Kanal hier weiter auszubauen, damit wir uns die 7.000 € wiederholen. Wollen wir das gemeinsam machen? Stay low, bitches.